Er kennt sie alle. Karussells, Fressbuden, Handwerksstände. Rund 150 Kirmessen besucht Dennis König in nur einem Jahr. Ja, es ist schon fast sowas wie eine Sucht bei mir, weil ich ja wirklich das ganze Jahr über unterwegs bin. Von Kirmes zu Kirmes, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt, von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt. Ich brauche das. An die 80.000 Kilometer fährt er deshalb jährlich. Denn Dennis König ist Deutschlands einziger festangestellter Kirmesreporter. Ja, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht anstrengend, klar. Aber der Spaß überwiegt einfach. Ich habe so viel Freude an meinem Job. Ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Was gibt es Schöneres? Seine Kirmesliebe beginnt ganz früh. Schon damals steigt er in jedes Kinderkarussell ein. Der Viehmarkt in Bad Arolsen, für den Mengeringhäuser Pflicht. Darüber zu schreiben, lernt er schon in der Grundschule. Weil mir damals meine Grundschullehrerin die Aufgabe gegeben hat, ein Heft über mein Hobby anzulegen. Die meisten Klassenkameraden haben dann über Fußball, Tennis oder irgendwelche anderen Sportarten oder über Autos referiert. Und ich habe tatsächlich mein erstes Kirmesheft damals schon angelegt. Als Erwachsener bewirbt er sich bei einer richtigen Kirmeszeitschrift. Fragt, ob es schon einen Reporter für Nordhessen gäbe. Nein? Dann hätten sie jetzt einen. Bis zu 8 Artikel schreibt er für jede Ausgabe. Alle 10 Tage erscheint eine. Das ist keine leichte Aufgabe, vor allen Dingen, weil ich mir selber auferlege, dass es für den Leser spannend und interessant bleiben muss. Da könnte man zuerst erst mal denken, dass das ja immer dasselbe ist. Und genau um da rauszukommen aus dieser Falle, betrachte ich so eine Kirmes immer aus verschiedenen Gesichtspunkten. Mir wird nachgesagt, dass, wenn man meine Artikel liest, dass es sich so liest, als ob man selber vor Ort gewesen wäre. Und dann habe ich mein Ziel erreicht. So gut, dass er sogar eine Festanstellung als Kirmesreporter bekommt. Er führt Interviews, macht Fotos, probiert sich durch die Leckereien. Lecker. Und, na klar, testet Karussells. Ich steige am liebsten in Fahrgeschäfte ein, die eine abwechslungsreiche Fahrt machen und wo der Rekommandeur auch richtig Alarm macht am Mikrofon. Da werde ich mitgezogen und mitgerissen. Es gibt so schöne Fahrten, die sich vorwärts, rückwärts und dann noch über Kopf bewegen. Das ist eigentlich für mich das Nonplusultra. Möglich, so sagt der Kirmesreporter selbst, weil er pausenlos, nun ja, trainiert. Findet im Januar mal kein Jahrmarkt statt, fährt der 47-Jährige ins Spaßbad und rutscht, um dort sein Adrenalin zu bekommen. Die Schausteller kennt Dennis König mittlerweile fast alle beim Vornamen. Wir kennen ja schon sehr lange alle den Dennis. Also mittlerweile ist es jetzt nicht nur ein Reporter für uns, sondern auch ein Freund tatsächlich. Wenn wir den Dennis sehen, wir freuen uns dann natürlich und sagen auch immer, ach Dennis, komm mal her, setz dich mal bei uns mit in die Kasse rein. Du kannst gerne mal, willst du einen Kaffee trinken oder willst du was essen? Also er wird dann schon als Freund eher empfangen, als wie nur als Reporter. Denn er weiß auch, was den Schaustellern Sorge macht, wie die Personalnot oder den Karussellschwund. Denn immer mehr Fahrgeschäfte werden aufgekauft, von Scheichs aus Saudi-Arabien. Sie kaufen den Markt leer, um ihre eigenen Kirmessen zusammenzustellen. Ein Trend, der die kleinen Feste aussterben lassen könnte. Mir blutet das Herz. Ich liebe kleine Veranstaltungen genauso wie große. Dennis König berichtet über die Highlights der Märkte wie hier in Kassel, genauso wie über die Kleinigkeiten. In weit über 1000 Artikeln im Jahr. Karussellfahren will er mindestens bis zur Rente. Mein Ziel ist es, dass ich einfach mal alle Fahrgeschäfte, die es auf der Welt gibt, gefahren bin. In Deutschland habe ich dieses Ziel erreicht. In Europa fehlen mir jetzt, glaube ich, noch 5. Und dann werde ich wahrscheinlich noch mal nach Asien reisen müssen. Dann habe ich wohl alles abgeklappert. Die Kirmesliebe hat Dennis König übrigens weitervererbt. Auch sein Sohn möchte eines Tages, na was, Kirmesreporter werden.